Ja, das muss ich jetzt anfügen. Der ungarische Teilnehmer sitzt seit gestern irgendwo zwischen Warschau und Wien fest. Und ja, wir müssen das jetzt einfach umdrehen. Wenn er noch nachkommt, wird er am Nachmittag sicher auch noch Zeit bekommen, um die Darstellung zu machen. Entschuldigung, dass wir das nicht kommuniziert haben, aber Ulla Klötzer kann das. Ehemalige Politikerin, ich sage es jetzt wieder und vielleicht werde ich wieder geschimpft, pensionierte Lehrerin, umtriebige Friedens- und Umweltaktivistin für Women Against Nuclear Power Finland. Bitte, deine Darstellung. Ja, lieber nicht Politikerin, dafür schäme ich mich. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, als erstes ganz herzlichen Dank, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, heute bei diesem Forum dabei zu sein. Ich bin aber keine Politikerin oder keine Expertin. Ich bin eine ewige Aktivistin. In Politik, da habe ich gefunden, dass man immer nur Kompromisse machen muss und die Seele verkaufen. Aber jetzt rasch weiter, wir haben sehr wenig Zeit, um unsere Mutter Erde zu retten. Und danke, dass ich hier bin. Ja, als Atomstaat Finnland. Wir haben zwar nicht zu der Sowjetunion gehört, aber wir sind sehr sowjetisch. Wo komme ich weiter? Wenn du das mal zeigst, dann bin ich sicher. Ah, mit dem, okay. Ja, das habe ich nicht gemerkt. Okay. Hier kommt also Ostsee. Und alle die schwarzen Triangel, die sind in Operation. Und die gelben sind also im Bau, sehr weit schon. Und die weißen sind geplant. Das sieht also sehr, sehr traurig aus. Und in Finnland, wenn ihr seht, da ganz oben einen weißen Triangel, das ist Hanhikivi, das ist die russische Reaktor, das geplant wird. Und die gelbe da unten, das ist Olkiluoto 3. Und die zwei schwarzen am finnischen Meerbusen, die sind also sowjetische, russische WWR-Reaktoren und die schwarzen bei Olkiluoto, die sind ABB-Reaktoren. Hier gehen wir weiter. Wir haben also 4 Reaktoren in Betrieb. Das sind Lovisa 1 und 2, wie gesagt, russische Reaktoren und ursprüngliche Laufzeit war 30 Jahre. Die haben eine Erhöhung der Leistung bekommen von 44 Megawatt auf 507, 502 und eine Verlängerung von 30 bis auf 50 Jahre. Das ist schon da. Und geplant ist schon eine neue Verlängerung, also bis 2040 und 2037. Olkiluoto 1 und 2, ABB ASEA Atom, 660 Megawatt ursprünglich und ursprüngliche Laufzeit 40 Jahre. Jetzt ist die Verlängerung da bis auf 60 bis 58 Jahre. Da war keine publike Diskussion, keine Partei hat darauf Aufmerksamkeit gemacht, nichts, nicht die Grünen und nicht die Linke, die ziemlich so gegen Atomkraft sind. Olkiluoto 1 bis 2038 und Olkiluoto 2 auch. Jetzt kommen wir auf eine ewige Verlängerung, die Olkiluoto 3. Und die ist also schon im Bau, also gebaut, praktisch fertig, hat eine sehr traurige Geschichte. Das war die Areva-Prototype, die EPA-Prototype. Aber weil man in Frankreich sagt, dass die Flamanville eine Prototype ist, also war Finnland, Olkiluoto 3, die Prototype für die Prototype. Ans Netz 2020, dann sollen wir wegziehen, schnell. Ursprünglich 2009, also über 10 Jahre Verspätung. Preis in die erste Debatte im Parlament haben die 2,3 Milliarden gesagt. Wir liegen jetzt auf ca. 10 Milliarden. Eine schöne Summe, wofür man sehr viel erneuerbare Energie einbauen könnte.
Reuters Oktober 2017, wer bezahlt? Markus Herranen ist Analytiker bei Energia Portfolio Services in Finnland. Der hat gesagt, Verzögerungen haben finnischen Verbrauchern durch höhere Strompreise jährliche Zusatzkosten in Höhe von mehreren 100 Millionen verursacht. Wenn man die finnische Bevölkerung gefragt hätte, sollen wir das Geld für erneuerbare Energien oder für Kernkraft einstecken, dann bin ich sicher, die finnische Bevölkerung hätte gesagt, für erneuerbare Energien. So dumm sind wir nicht, aber wir haben sehr dumme Politiker. Financial Times hat also hier für Olkiluoto 3 eine Auswertung gemacht. Probleme, wenn man von nichts anfängt. Wir haben von nichts angefangen, Flamanville von beinahe nichts. Schwierig und kostspielig, ein neues Kernkraftwerk zu bauen. In Beton hatten wir, also Basis des Kraftwerks, wurde überschüssiges Wasser festgestellt. Das Fehlen von Vergleichsmöglichkeiten zu gleichartigen Projekten. Wir waren erst, Flamanville könnte ein wenig vergleichen, und die Herausforderung, Spezialkomponenten zu beschaffen, weil die Atomindustrie lag ja ganz niedrig nach Tschernobyl zuerst und dann nach Fukushima. Ich könnte eine Liste von 50 Seiten zeigen, was alles gelaufen ist. Aber dafür habe ich leider keine Zeit. Ich kann das euch schicken, wenn das gebraucht wird. The Guardian hat auch 2014 über Olkiluoto geschrieben, Europas neue Atomkrafterfahrung wirft einen Schatten über Hinkley. Hinkley wird ja auch gebaut. Und Finnland, die haben über Finnland, Olkiluoto 3 und Flamanville, Frankreich geschrieben, erstaunliche Kostenüberschreitungen, Bauverzögerungen, Beschwerden über Planungsfehler, unzureichende Qualitätskontrolle. Also in Finnland, ein hochtechnologisches Land, das glaube ich nicht mehr. Wir sind nicht hochtechnologisch. Konstruktionsfehler, systemische Probleme mit dem Qualitätsstandard und der vielbeschworenen Areva-Sicherheitskultur. Und jetzt kriegen wir dieselbe Sicherheitskultur mit Russland. Die Welt 2016, Frankreich schürt in Finnland Angst vor dem Blackout. Und das ist wahr. Also wir sind ja in den Händen von Areva. Und Areva ist eigentlich kaputt gegangen, also hat Konkurse gemacht. Beinahe, wurde von der Staat gerettet. Wegen der Frage, die haben wegen der Frage der Schuld, wer die Verzögerung verursacht hat. Da behagt sich das Baukonsortium, das heißt Areva Siemens, Siemens ist jetzt so eben wie raus, vor den Gerichten, aber der International Court of Arbitration, mit dem finnischen Auftraggeber TVO. Das handelt sich also um gegenseitige Summen von 7 Milliarden Euro. Das ist kein Frühstückssumme. Und die haben also darüber wirklich gestritten, und in 2018 hat TVO, das heißt also der Firma, der Olkiluoto 3 bestellt hat und besitzt, 450 Millionen bekommen. Das ist schon nett. Von 7 Milliarden haben wir 450 Millionen zurückbekommen. Den Rest bezahlt das Volk. Und die haben auch geschrieben, wir fragen uns, wie Areva die pünktliche Fertigstellung, und das ist jetzt wirklich wichtig, und danach den notwendigen Service für den sicheren Betrieb der Anlage garantieren will. Und das hat also Rika Huttunen gesagt, der arbeitet bei dem Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, verantwortlich für Kernenergie. Und die Sorgen, die sind wirklich echt, wegen der speziellen Art der französischen Nuklearreform, was kam nach Arevas Konkurs. Und man kann das also nicht vom Hand gewiesen. Paris entschied dann, den nuklearen Kernkraftbauer Areva, inklusive aller Neubauprojekte, mit dem Energieriesen EDF, Électricité de France, zu verschmelzen. Aber das finnische Projekt wurde nicht mit übertragen. Die wollten nicht diese 7 Milliarden bekommen. Und
Olkiluoto 3 wird jetzt von einer übrig gebliebenen Restareva, was ist das? Die eigentlich nur für das Geschäft mit Uranbrennstoff. Die sind jetzt für Olkiluoto 3 verantwortlich. Wer macht den Service? Wer guckt, dass das alles gut läuft nach der Inbetriebnahme? Jetzt kommen wir zu noch einer ewige Verlängerung. Hanhikivi 1, da oben, ganz oben, das weiße Triangel. Das wird Fennovoima genannt, das wird Rosatom-Reaktor genannt, das wird Pyhäjoki-Reaktor genannt. Aber das heißt Hanhikivi 1. Und das wird also von Rosatom, Tochtergesellschaft, rausgebaut. Und Fennovoima ist der finnische Betreiber. Und das liegt in Pyhäjoki. Fennovoima war ursprünglich E.ON, 34%, plus dann lokale finnische Energieunternehmer und Großindustrie. Aber E.ON verließ Fennovoima im Oktober 2012, nach der Fukushima-Katastrophe und so weiter und so weiter. Aber dann kommen wir zu diesem Rollstuhl, was hier genannt wurde, zweifelhafte Verbindungen. Im Februar 2012 wurde Jukka Laaksonen, der war ehemaliger Direktor von die Behörde für Strahlenschutz, jahrelang, ich würde sagen ewig war der Direktor, von Stuck nennen wir das. Der wurde Direktor von Rosatom Overseas. Und das russische Staatsunternehmen Rosatom, von Wladimir Putin, 2007 gegründet, trat mit 430% bei Fennovoima ein. Also klare Suppe. Und Voima Osakeyhtiö SF, die besitzen 66%. Aber mit sehr, sehr kleinen Anteilnehmern. Eine Anteilnehmer hat höchstens 8%. Die sind alle klein. In Lapinkansa, eine nördliche Zeitung, hat Jukka Laaksonen gesagt, also diese Overseas Director und Atomaufsichtsbehörde Finnland, das ist ein Zitat. Als Stuck nach einem Endlager suchte, wurden zu diesem Zweck in Finnland 350 Standorte mit geeigneten Grundsteinen entdeckt. Die Abfalllagerung ist gelöst. Wir können alles nach Finnland nehmen. In fast jeder Gemeinde in Finnland, sagt er, gibt es einen geeigneten Ort für Atommüll. Danke. Sehr nett. Raus ist also diese finnische Tochtergesellschaft von Rosatom. Und, bemerken Sie, der ist der größte einzelne Anteilnehmer, der baut, liefert Brennstoff, wird das tun. Also die haben jetzt nicht, haben jetzt keine Baugenehmigung bekommen. Betreibt den Reaktor und ist verantwortlich für die Instandhaltung. So wie Areva nicht verantwortlich sein kann bei Olkiluoto 3. Das ist also ein Druckwasserreaktor der dritten Generation und basiert sich auf die russischen Anlagen, die jetzt auch in Sosnovyj Bor und in Weißrussland gebaut werden. Laufzeit mindestens 60 Jahre und Mankala-Prinzip. Das heißt, die liefern Strom an die Großindustrie zum Produktionspreis. Und die Großindustrie, wenn das Energiepreis fällt auf dem offenen Markt, unter diesem Produktionspreis, muss die Industrie das zum Produktionspreis kaufen, nicht zum Marktpreis. Das ist auch höchstens wahnsinnig. Fennovoima Homepage hat gesagt, im Januar 19, 6,5 bis 7 Milliarden. Ursprünglich haben die von 4 bis 6. Das steigt schon, obwohl das noch nicht im Bau ist. Und 75% Fremdkapital ist nötig. Rosatom hat versprochen, Finanzierung zu arrangieren. Piece of cake. Und im März 2015 wurde schon etwa 1 Milliarde übergeführt. Die Reaktor hat noch keine Baugenehmigung und das Geld wird schon überführt. Russische
Nationaler Wohlfahrtsfonds trägt mit 2,4 Milliarden Euro bei. Etwa 4 Millionen Rentner in Russland leben jetzt aufgrund zu niedriger Renten unter die Armutsgrenze. In Finnland haben wir 5,5 Millionen Leute. Das ist also 3/4 der finnischen Bevölkerung. Die Dame hier, die würde das Geld gerne ein wenig haben, ein wenig davon, eine kleine, klitzekleine Teil. Der Lizenzierungsprozess sollte 2018 abgeschlossen sein. Rosatom hat aber nicht die alle erforderlichen Dokumente geliefert, die sitzen bis hier in Probleme und die versprochen, dass die fehlenden Dokumente werden bis Ende 2020 vorgelegt. Der Reaktor ist schon, also das Projekt ist schon abgeschlossen im Parlament. Das Parlament hat gesagt, ja. Wir haben nur die Regierung jetzt verantwortlich. Die geben die Baugenehmigung. Und natürlich auf Basis von Stuck, von der Atomaufsichtsbehörde. Und die haben Rosatom kritisiert und gesagt und kritisierte die Sicherheitskultur des Projekts. Die haben keine einheitliche Übersicht. Alles kommt nur so in Teile reingeschmissen. Und jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Frage. Der britische Russland-Experte Mark Galeotti besuchte Helsinki in 2019 im März und hat über sein neues Buch gesprochen. Und er hat gesagt, das Projekt ist eines der größten Sicherheitsprobleme Finnlands, weil das Hanhikivi-Kernkraftwerk ermöglicht russische Geheimoperationen. Russland hat eine glänzende Entschuldigung bekommen, sagt er. Eine große Anzahl von Mitarbeitern hin und her über die Grenze zu schicken. Alles wird mit russischen Kräften gebaut. Okay, die finnischen Firmen kriegen wohl kleine Projekte dabei, aber die meisten wird von Russen gebaut und russische Firmen. Und die meisten sind wahrscheinlich echte Ingenieure, sagt Galeotti, einige aber nicht. Jetzt muss ich erklären, ich bin kein Russlandfeind. Wir leben mit Russland, wir haben eine 900 Kilometer Grenze. Ich bin eine fanatische NATO-Gegner. Ein Krieg mit Russland würde bedeuten, dass Europa vernichtet wird. Und ich finde, man muss irgendwie zu einer freundschaftlichen Beziehung kommen. Aber ich will nicht dieses Projekt haben und nicht Putins Geld. Die Abfallfrage von Hanhikivi 1 ist nicht gelöst. Die Abfallfrage in Finnland ist gelöst, aber von Olkiluoto 1 und 2 und 3 und von Loviisa 1 und 2, aber nicht von Hanhikivi. Und ich komme zurück, wenn ich Zeit habe. Und das ist nur für das Lager, das fertig ist und was ich zeigen will, wenn ich Zeit habe. Das ist nur für die existierenden und Olkiluoto 3 Reaktoren. Es gibt nicht Platz für Hanhikivi. Fennovoima hat einen Vertrag mit der Bauer von der Abfalllager, das heißt Posiva, gemacht, dass die Information und Fachwissen bekommen können, aber das Abfall kann nicht dahin. Der Standort für die Endlagerung wird in den 2040er Jahren gewählt. Ich kann in Finnland nicht eine Sauna bauen und sagen, mein Abflusswasser bestimme ich in 10 Jahren. Ich muss das vorher sagen. Aber Atomkraftwerke kann man so bauen. Die Pyhäjoki-Stadtverwaltung, in Olkiluoto hat die Stadtverwaltung Ja gesagt zum Endlager. In Pyhäjoki sagt die Stadtverwaltung Nein. Wir wollen das Kernkraftwerk, aber wir wollen nicht das Atommüll. Und die Gemeinde muss also eine Zustimmung geben. So sah es jetzt bin ich zurück in Pyhäjoki, wo also Rosatom geplant wird. Hier, so sah das aus. Hier alle die Sterne
da sehen Sie Hanhikivi. Alle die Sterne sind irgendwelche Naturschutzgebiete. Das spielt keine Rolle. So sah das aus vor 3 Jahren. Wurde die Baukonstruktionsprozess war schon ein wenig eingelitten, aber sehr wenig. Da haben die schon das Ausbaggern gemacht in 2017 für den Hafen. So sieht das jetzt aus. Ein wenig weiter noch. Ohne Baugenehmigung. Ohne Baugenehmigung. In Schweden gibt es Widerstand. Hanhikivi liegt 150 Kilometer von der schwedischen Ostküste, Luleå, Kalix. Die haben einen starken Widerstand. Es gibt 21 Kommunen, Gemeinden, die Nein sagen. Die haben Namen gesammelt. Die waren schon einmal in Helsinki im Parlament und jetzt kommen die im Mai. Die haben 40.000 Einzelunterschriften und so weiter. Die sind sehr, sehr aktiv. Ja, da sehen Sie die Unterschriften. Da haben wir in 2014 Unterschriften geliefert und jetzt kommen die im Mai. Jetzt haben wir eine internationale Unterschriftskampagne gehabt und das wird an das Parlament, die Regierung, den Präsidenten und die Strahlungsbehörde, das ist also nur gegen Atomkraft in Finnland. Aber wir haben 170 Unterschriften aus 77 Ländern weltweit bekommen. Wir sind sehr stolz darauf. Und die Petition wird in 2 Wochen überreicht. Onkalo, jetzt kommen wir zum Endlager. Abstimmung im Parlament 2001. Wir haben 200 Abgeordnete. Eine ganze Menge waren abwesend, Feiglinge. Und nur 3 haben dagegen bestimmt. Und auch die Grünen haben ja bestimmt. Also ich glaube, die 3 waren eine Linke und 2 Grünen. Ich kann mich noch nicht mehr erinnern. Aber die Grünen haben grundsätzlich ja gesagt. 2020 wird die Betriebnahmegenehmigung gegeben bei der Regierung, der wird gegeben, das ist klar, das Lager ist fertig. Und dann fängt das Endlagerung an und in 2120 kommt die Versiegelung. Und wie gesagt, also Endlager für die genannten Reaktoren, nicht für Hanhikivi 1, nicht für Rosatom. Methode ist KBS 3, gemeinsam in Schweden und Finnland entwickelt. Und die Entsorgungsnehmer heißen SKB in Schweden, Posiva in Finnland. Und das basiert sich, ich komme darauf, auf 3 Schutzbarrieren. Kupferkanister, Bentonit, Ton und finnisches Grundgestein haben wir. 350 Stück, so Stücke, Grundgesteinstücke in Finnland, Orte. Kommt auf 450 bis 500 Meter Tiefe, so sieht es aus. Da kommt der Cladding Tube, also der Brennstab, abgebrannter Fuel, dann kommt eine Cast Iron Kupferkanister und dann dieser Ton und dann runter ins Erde, 500 Meter. So würde das dann aussehen, die Tunnel da unten, Ventilation, Pumpstations, alle die Röhre sind dann voller Abfall. So kann man das auch zeigen, wie das runtergeht. Da oben ist der Endlagerungsstation, dann geht es runter. Kupferkanister, berühmt, ja, sieht gut aus, aber ist sehr, sehr viel kritisiert worden. In Schweden, nicht in Finnland. In Finnland haben wir keine Debatte, auch nicht bei den Grünen und den Linken. Schwedische Forscher sagen, dass das 5 Zentimeter Kupferkanister ist zu wenig. Ursprüngliche Pläne waren 20 Zentimeter, aber dann ging der Preis von Kupfer und dann sagte man, okay, wir können nicht so viel Kupfer benutzen. Sorry. Und die Kupferschicht sollte laut den Forschern sogar nicht eben 20 Cent, sondern bis zu 1 Meter müssten dick sein, um diese 100.000 Jahre sicher zu sein. In Deutschland fordert man 1 Million Jahre. In Finnland genügen wir uns bei 100.000 bis 200.000. Dann sagen wir, Gott macht weiter.
Und in Schweden wird auch die Bentonit-Tonqualität in Frage gestellt. Also Kupfer sollte 1 Meter dick sein und Tonqualität ist nicht gut. 2011, also das ist schon 8 Jahre, hat SKB, also finnische Posiva, den Antrag für das Endlager an den Land- und Umweltgericht in Schweden eingereicht. Das ist also unique. Sowas haben wir nicht in Finnland. Wir haben keine Land- und Umweltgericht. Das hat man wohl auch nicht hier und auch in Deutschland. Aber das ist also absolut klasse, dass man sowas hat. Und das Gerichtsverfahren hat 7 Jahre gedauert. Da waren also Hearings and Hearings and Hearings und Forscher wurden einbegriffen und da waren ausländische Forscher, die haben einen internationalen Forschungsbericht gemacht und so weiter. Und im Januar 2018, dann hat das Land- und Umweltgericht eine Erklärung an die schwedische Regierung gegeben. Also jetzt liegt alles in die Hände von der Regierung, natürlich. Es geht nicht zurück an das Gericht. Und die haben gesagt, die Untersuchung der SKB ist solide, die haben solide untersucht, aber es bestehen nach wie vor Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit des Kanisters, den Atommüll langfristig einzudämmen. Also die sind sehr, 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 sehr bedenklich. Und jetzt liegt also die Frage bei der Regierung. Ich kann sagen, in Schweden ist noch nichts passiert. Die sind nicht 500 Meter mit alle die Korridoren wie wir. Wir sind fertig. Es fehlt nur das letzte Garnitur und das Genehmigung von unserer Regierung. Und das ist klar, das kommt. Wir fangen damit an und dann haben wir eine ewige Verlängerung für Atomkraft, weil das wird dann international benutzt. Ich werde doch ein wenig Komisches auch hier zeigen. Da kommt der Vater und fragt den Kindern, was spielt ihr? Endlagerung. So ist das. Das ist ein Spiel im Sandkasten. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, liebe Ulla, für die Ausführungen. Das ist ja noch gar nicht der Gipfel, jetzt kommt erst Frankreich dran und wir haben immer geglaubt, also da wird es am allerwildesten zugehen, aber das sind ja schon Räubersgeschichten aus Finnland. Bruno Chareyron, Nuklearphysiker, ein engagierter Leiter des Labors der Umweltorganisation CRIIRAD, der wird uns jetzt die Lage analysieren. The floor is yours. Okay, thank you. So I will try to speak English. My name is Bruno Chareyron. I'm an engineer in nuclear physics working for a French NGO called CRIIRAD. CRIIRAD means Commission for Independent Research and Information about Radiation. CRIIRAD has been created by a group of citizens in 1986 after the Chernobyl accident, because at that time the Chernobyl fallout actually reached France. But the French government said that due to the distance between Ukraine and France, France had received absolutely no fallout, no radioactive fallout, which was a lie. So this CRIIRAD hired scientists, created its own private laboratory to make independent monitoring of radiation, because we saw that we could not trust the authorities and the nuclear industry. So you see this map of France. The red spots are locations where we monitored ourselves, quite high levels of fallout with radioactive cesium. And we could also calculate that the doses to the thyroid gland of some groups of people in France at that time exceeded the safety levels, while the French authorities decided to give absolutely no advice
about not drinking milk or any kind of protection. So my first point is to say that we are used to discover that we cannot trust the government and the nuclear industry when we make independent checks. So now I will say a few words about the problem of prolonging the lifetime duration of some of the nuclear plants in France. The first question is to know when the plants were designed, for how long time were they designed? The French Nuclear Safety Authority, ASN, said recently that the French reactors had been designed for 40 years, but we found no adequate documentation to really know how was it decided at that time that the duration of the reactors could cope with 40 years. So now EDF, the French operator, has to review the safety of those reactors, and this process may last between 2020 and 2031. The first strategy is that ASN, the Nuclear Safety Authority, should provide general guidelines about the methodology to review the safety. ASN said that they would provide those guidelines in 2020 and then submit those guidelines to the general public for discussion. But the problem is that today in France, we have at least 32 reactors of 900 megawatts which are concerned by this problem of aging. So today, at the end of 2018, already 4 reactors have exceeded the 40 years duration. 2 reactors at Fessenheim and 2 reactors at Bugey. So the idea of organizing a transparent process associating the public to decide if the reactors can be prolonged beyond 40 years is already a lie, because already some reactors have exceeded the 40 years duration. Then we try to calculate how long it will take for each reactor to get the analysis and the improvement of the safety. First, ASN will provide the final guidelines probably in 2021. And at that time, already 14 reactors will have exceeded the 40 years duration. Then it will take probably 2 additional years to get the final methodology and to have EDF looking inside each reactor to really monitor the situation. So, when we looked at the proposed agenda from EDF for the decennial shutdowns, and using this calendar, we can calculate that when the shutdowns will occur, so that the reactors can be inspected, the average lifetime of those reactors will be 44.7 years, and 11 reactors will be over 45 years old. Even 2 of them, CRIIRAD 2 and Bugey 3, will be around 48 years old. So then EDF will have a few years. The French Nuclear Safety Authority says that EDF will have a few years to make the upgrading of the reactors. So while the reactors will continue to operate without being upgraded, the ASN says that
the reactors could still operate during this time. So, when all this process will be finished, the process in which EDF will actually implement upgrading, if upgrading is possible, the average length of time of the reactors will be 47 years. And if we calculate the number of reactor years during which those reactors will operate while they already exceeded the 40 years duration, it's more than 200 years. So it means that in France, we will probably have to cope with the fact that many reactors will continue operating far beyond the 40 years initial provision, which is not acceptable in terms of safety. You have here the list of the reactors that I will let you see on the web. So, what is new after the Fukushima accident is that now in France, even the French Nuclear Safety Authority recognizes publicly that a nuclear catastrophe is possible in France. And we see that the way the regulation is modified is really to prepare to prepare ourselves to such an accident. For example, the French government has recently set a reference dose of 100 millisievert for the population during the discharge of radioactive substances in the atmosphere after a nuclear accident. You probably know that normally the annual dose limit for the public is 1 millisievert per year. So in case of an accident, the reference dose will be 100 millisievert per year. And once the radioactive substances have fallen on the ground, then you have to cope with the question of leaving the people on their contaminated land or not. And the new dose reference is now 20 millisievert in France, like in Japan, you see. So it means that if an accident occurs in France, the people will have to stay on contaminated territories with a risk of cancer 20 times above what was initially accepted. And if you calculate this level of risk, if 100,000 people live in an area where they receive 20 millisievert per year, the risk is 340 cases of cancer, according to the risk factors of the ICRP. And many scientists say that those risk factors are largely underestimated. So now the French people are told clearly that a nuclear accident is possible in France, even if a lot of people do not really think about it. Now I will say a few words about the situation of the famous prototype EPR in France, in Flamanville. You probably heard about the many failures, the many problems with the construction of this prototype, with the concrete, for example. And recently, the problems with the, I'm looking at the word in English, the welds. The problem of the welds. Dozens of welds have been discovered as being with failures, as not being compliant with the standards. And EDF now has to repair those welds. But 8 of them will be very difficult to repair because they are located at the junction, at the separation between the confinement structure and another structure. So it will be extremely difficult to go there, and EDF at the moment does not know how to repair this. Very probably the French Nuclear Safety Authority will very probably force EDF to repair this. And this will delay again the construction of the EPR, and this will increase the cost of it. You probably know that the cost of the EPR today is already 10.9
billion euros, which is 3 times above what was initially planned. But what is extremely worrying is to understand what happened with those wells. So CRIIRAD made a research about it, and what we discovered is the fact that, first, when EDF asked to subcontractors to make the wells, EDF forgot to tell them that those wells had to be manufactured using the reference of rupture exclusion. Rupture exclusion is the fact that when you manufacture a part for a nuclear reactor, you say you guarantee that no rupture, no failure is possible. Because if such a rupture occurs, there is no way to mitigate the nuclear accident. So it's extremely important. So if a part has to be manufactured with a rupture exclusion, you understand that the quality of it has to be extremely good. And this information has not been transmitted by EDF to the subcontractors. First problem, it's unbelievable. Second problem, when the ASN, the Nuclear Safety Authority, organized the controls, independent controls, they also did not mention that the quality of the control should have a standard in connection with this criteria of rupture exclusion. So this means that even today, in modern times, for a new modern reactor, the operator and the regulator are not able to properly organize the work. And it's not only with the wells, it was the case with the concrete, for example. Another even bigger scandal in France is the problem of the manufacturing of some metallic parts for nuclear reactors. Those pieces were manufactured at Le Creusot plant. It's a forge. Le Creusot plant belonged to Areva for a few years. And we know now that this plant had been falsificating the quality documents associated with some metallic parts that are now used in operating reactors. But what is important in this situation is to discover that a company has lied to the authority. A company has falsificated quality documents regarding the safety of parts which are used in nuclear reactor. And it's a very big change because in France, to date, the control is based on the declarations of the operators. And so the nuclear regulator first believes the quality of the documents that are given to him. But as now we have the proof that some documents are falsified, it means that the regulator has to recheck everything. And it's not possible. The French Nuclear Safety Authority does not have enough workforce, enough budget to check everything inside the factories which are manufacturing the parts or inside the reactors. And this has been a big shock. A big shock for the Nuclear Safety Authority and a big shock for the French population to discover that even our famous nuclear safeguard cannot do proper checks. And it means that the whole system of control has to be reviewed, including, as was said earlier, including more independent checks with really independent experts. So this requires funding, resources, and a political will to do that. But because now we really cannot trust the nuclear energy. We never trust the nuclear energy, but now we really cannot trust what is done in France. Another point is the problem of public participation in decision making. For a few years,
we are told that everything will be transparent. The public will be associated to all decisions. But again, this is a sort of lie, because many decisions in France are taken before the debates are organized, or do not take into consideration what has been said during the debate. This has been the case for the Flamanville reactor. This is the case today with the repository in Bure, this big repository that is being constructed now. The decisions are taken while the debates either have not been organized or the debates gave a negative signal. So we see that the pressure is extremely important to really, the pressure of the industry is important to build the repository, to enlarge the duration of the lifetime of the reactors, etc. Another problem is the problem of the cost of the disasters. The nuclear industry is probably the only industry in the world where the cost of a nuclear accident will really be supported by us, the citizens and the taxpayers. Today, the provision of money is 1.5 billion euros for compensation in case of a nuclear accident, while we know that a big nuclear accident can cost hundreds of billions of euros. This is, for example, what is now estimated regarding Fukushima. So in all these areas, we see that we really have to fight together to share information and to put more pressure on the governments and the authorities. Thank you. Ganz herzlichen Dank, lieber Bruno.